Hallo und herzlich willkommen hier vom Caravan-Salon in Düsseldorf. Da Vinci heißt die Baureihe und hier wieder mal ein Einachser, der euch wirklich von den Socken hauen wird. Natürlich mit ganz vielen Extras, die inklusive sind, mit Alu-Riffelblech im Gaskasten natürlich mit drin und eine ganz besondere Einführhilfe nochmal für die Kurbelstützen mit dabei. Die hat man erfunden, damit man das auch möglichst schnell trifft unten drunter. Das Ganze steht auf einem Alco-Chassis und hat eine eingebaute Waage für die Stützlast mit integriert. Glattblech an der Seite auch hier mit Kederleisten, einmal rundum laufend und an vielen Orten, wo man sie wirklich braucht. Weiße Alufelgen mit drin. Sandra wird uns gleich mal ein paar Sachen zeigen hier bei dem Fahrzeug, wie zum Beispiel die extra große Aufbautür, die hier mit dabei ist. Eine Komfortaufbautür mit Fenster und natürlich einem GFK-Dach, das Standard ist bei Tabat hier mit drin. Das heißt, das Thema, das Thema Hagel und so weiter, was viele ja kennen, das ist der Vergangenheit bei dem Dach natürlich. Multi-LED-Rückleuchte, auch die blinkt im Audi-Design, das heißt laufend von links nach rechts und jede Menge Extras hier mit drin. Was man oben sieht, ist das untergelüftete Dach. Das heißt also auch hier hat Staunässe keine Chance. In dem Dach umlaufend ist nochmal hier eine Lüftungsöffnung mit drin. Vorzeitleuchte ist mit integriert, 10 Jahre Dichtheitsgarantie und jede Menge Extras, wie zum Beispiel auch rahmenbündige Fenster. Das ist der 230 Volt Einspeisepunkt hier mit drin. Das Ganze mit Magnethalterung mit eingebaut, dass das Ganze auch wirklich lange hält. Und es gibt ein Extra hier, die Klimaanlage jetzt statt 2.700 Euro für 1.590 Euro. Man kann also hier über 1.000 Euro auf der Messe sparen. Serviceklappen, auch die wirklich an allen Ecken und Enden. Und das Thema Gaskasten, ganz wichtig. Hier sollte man allerdings die Finger fernhalten. Genau dort schließen, wo Sandra das macht, nicht von der Seite, denn die machen ganz schön ordentlich zu. Und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ich spreche aus Erfahrung. Der Gaskasten selber, der hat Platz für 2 11-Kilo-Flaschen. Das ist aber Standard. Ich kann aber noch andere Sachen mit reinmachen, wie natürlich irgendwelche Stromkabel oder Entsorgungs- oder Abwassertanks und so weiter. Sollte bloß nicht zu schwer sein, damit die Stützlast nicht negativ leidet. Vorne kann man übrigens noch Fahrräder drauf machen. All das ist möglich und wir gehen am besten gleich mal rein, schauen uns das Fahrzeug mal von innen an, dass wir mal das Ganze komplett sehen. Und wir sprechen hier über den Da Vinci 490 TD 2,3 Modelljahr 2023. Tabatzeichen beleuchtet. Unten habt ihr noch einen Schirmhalter. Es gibt ein Fliegenschutzgitter hier in der Version jetzt mit dabei. Und auch hier der Grundriss wieder ein bisschen anders, wie der, den wir eben gesehen haben, wo der Kühlschrank direkt an der Eingangsseite war. Hier noch ein kleines Multifunktionsfach, die ist unter der Sitzgruppe mit drin und da habe ich natürlich Platz genug für alles runterzumachen, was da reingehört, wie zum Beispiel Schuhe und. Großer Bereich nochmal direkt im Eingang. Hier kann ich die wichtigsten Sachen ablegen, Schlüssel und so weiter und ja, die Sachen, die ich laufend brauche beim Campingbetrieb rein und raus. Da ist der Fernseher auch, die Vorbereitung da mit dabei und hier auch das Holzdesign, natürlich sehr, sehr warmes Holz in Verbindung mit den weißen Oberflächen mit drin. Das macht richtig Spaß und auch hier wieder eine Mikrofaseroberfläche, eine Stoffoberfläche hier mit dabei. Eine Mischung lange haltbar, auch die ganzen Polsterstoffe und die Schaumstoffe, sie sind wirklich schon lange in Erprobung, sodass sie möglichst lange halten. Das ist das neue Rautendesign, Lampen im Tabat-Muster mit drin, auch die Beschläge enthalten jetzt ein ganz kleines Tabat-Logo, müsst ihr mal drauf achten. Das ist auf den Beschlägen mit drauf, hier in dem Fall für diese kleine Einheit 4 Scharniere verwendet. Das ist schon ziemlich ordentlich. Licht. Auch das Ganze als Leselampe und als Designlampe mit drin. Und wie ihr seht, also sind die Ecken auch nochmal genutzt worden für Kaffeetassen und. All das von Tabat.
Dann rausklappbare Arbeitsplattenerweiterung, die natürlich an der Stelle nicht immer ausgeklappt sein soll. Aber ihr seht hier trotz des Messelichtes, das Ganze ist auch hintergrundbeleuchtet. 3 Flammen Kochfeld mit Piezo-Zündung und hier nochmal einem Spritzschutz mit eingebaut, damit auch ja nichts an der Seite irgendwie verschmutzen kann oder die Hitze das Holz gefährden kann. Daran hat man gedacht. Es gibt ein Wasserfiltersystem und natürlich jede Menge Stauraum hinterbelüftet. Das bedeutet, dass also die Luft komplett zirkulieren kann hinter den Schränken und alles nochmal mit Kabelkanälen versehen. Das heißt, solltet ihr jemals was nachrüsten, es gibt jede Menge Kabelkanäle hier in dem Fahrzeug mit drin. Hier ein nettes Designmerkmal. Der Schrank ist komplett verkleidet. Hier sind die Absperrhähne für die Gasanschlüsse mit drin. Also von der Heizung über Siphon und Co. alles sehr, sehr leicht erreichbar hier in dem Bereich, denn es kann ja immer mal irgendwas sein. Besteckschublade mit drin, auch die ist beleuchtet, merkt ihr oben durch die LED-Leiste, die hier drunter ist. Und unten drunter eine Mikrowelle von LG. Auch das finde ich natürlich sensationell an der Stelle. Da gehört sie auch genau hin. Und klein, aber fein, so kann ich die wichtigsten Sachen dann mal aufwärmen. Und hier habe ich noch einen Bereich, da kann ich schwere Töpfe und so weiter einfach abstellen, direkt auf dem Boden. Hier ist, ja, der Kühlschrank sieht man hier schon mal. Das Ganze ist nicht doppelseitig zu öffnen, einseitig. Man kann aber die Beschlagrichtung ändern. Dometic, es ist ein AES-Kühlschrank, geht sowohl mit Gas, Strom und 12 Volt, also 230 und 12 Volt. Und das Ganze hier noch beidseitig zu öffnen, wobei die andere Drehrichtung natürlich hier mehr Sinn machen würde. Auf der Seite. Also Kühl-Gefrier-Kombi mit drin, sehr, sehr groß von Dometic. Und viel Platz für alles, was ich mitnehmen möchte. Oben drüber noch ein kleines Fach. Und hier könnte man unter anderem Fernseher und Co. verstauen zum Rausziehen. Aber da gibt es, wie gesagt, genug Möglichkeiten, um da Entertainment auch in einem Wohnwagen zu nutzen. Großes Fach unten drunter. Hier sieht man auch die Ablassventile. Sehr schön zu sehen. Das heißt, wenn man ihn winterfest macht, anhand dieser weißen kleinen Ventile könnt ihr das ganze Auto dann komplett entwässern. Da ein französisches Bett an der Seite, das Ganze mit einem großen Lattenrost versehen. Auch den kann man anheben, komplett und hochziehen und einer ordentlichen Matratze mit drin. Man soll ja auch so schlafen wie zu Hause. Merkt es auch so richtig, es fühlt sich richtig weich an. Dabei sind auch die Tagesdecken hier optional erwerbbar und überall hat man jeden Zentimeter genutzt für Stauraum hier in dem DaVinci 490 TD. Ja, großes Bad ist an der Seite und da habt ihr immer 2 Möglichkeiten. Ihr könnt beim Bad dann wählen, möchtet ihr das Bad haben mit Dusche oder ohne Dusche, und das werden wir uns gleich mal zusammen mit Sandra anschauen. Flächenvorhänge hier mit dabei. Auch die kann man zu Akzenten natürlich jederzeit ändern, aber das Ganze, ja, Stand heute recht modern. Ihr wisst ja, das Ganze steht und fällt natürlich auch mit den Geschmäckern, die sich jedes Jahr ändern. Aber helles Holz hier mit drin, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Tolle Hintergrundbeleuchtung, 2 Leselampen mit drin. Und die Toilette ist hierbei getrennt. Das heißt also, ihr habt einmal die Möglichkeit, euch komplett zu separieren über diesen kleinen Vorhang mit dabei. Oder getrennt auf Toilette zu gehen und das Waschbecken dann nochmal einzeln zu nutzen. Oben übrigens nettes Design-Highlight ist die eingebaute Klimaanlage, die absolut flächenbündig hier verbaut ist. Und die gibt es ja im Moment in der Sonderaktion auf der Messe zu einem günstigen Preis. Ja, viel Platz braucht man auch im Bereich natürlich Bad. Ich habe es eben schon erwähnt, die Toilette und Dusche ist getrennt und das Badezimmer selber befindet sich dann im Schlafzimmer und hier hat man ganz viel Platz für Zahnbürsten, für alles, was man braucht im Badbereich mit drin. Eine Betonoptik im Hintergrund mit eingebaut, viel Stauraum nochmal zusätzlich für alles, was man braucht im Bad und Co. Und natürlich ein großes Waschbecken verbaut. Ja, das ist die Heizung. Hier ist die Heizung und die Warmwasseraufbereitung getrennt. Das hat man bei vielen Wohnwagen so. Es muss nicht immer die Kombi sein. Also man hat hier wirklich eine komplette Trennung mit dabei und da stellt man jeweils die Belüftung mit ein. Das Ganze über eine Truma
Heizung für Wohnwagen. So, wir gehen mal einen Schritt weiter in den Bereich Kleiderschrank. Große Stange mit dabei. Oben sieht man eben 12 Volt und 230 Volt Anschlüsse mit drin. Und auch hier alles beheizt und belüftet mit drin. Auch hier habe ich jetzt nochmal einen großen Kleiderschrank. Der hat jetzt jeweils Staufächer mit dabei. Und mit den Staufächern, ja, da kann ich alles mitnehmen, was das Herz begehrt. Achtet allerdings auf natürlich das Thema Zuladung. Das heißt, auch hier mein Tipp ist, alles mal zu markieren, was im Laufe der Zeit reingekommen ist und was man dann wirklich nicht im Urlaub verwendet hat. Am besten auch gleich wieder raustragen, weil sonst ist nämlich selbst das Üppigste, was man hat, vorbei. Ja, Thema Dusche und Toilette. Sandra ist 1,75 Meter groß. Auch hier habe ich ganz viel Stehhöhe und habe dann die getrennte Toilette mit dabei, denn ja, nichts gegen ein Raumbad, oben übrigens ein Handtuchhalter und die Entlüftung vom Badezimmer mit dabei. Man braucht Beinfreiheit und das ist hier gewährleistet. Das ist die Duschtasse, die ist so abgesenkt, dass das Wasser immer ablaufen kann und man hat natürlich ein eigenes Fenster mit dabei, was man auch in Kippposition platzieren kann, sodass man nach getaner Arbeit ordentlich durchlüften kann. Das Ganze ist natürlich mit dem Milchglas versehen. Handtuchhalter oben, viel indirekte Beleuchtung mit drin, also Dusche und Toilette getrennt, auf Wunsch übrigens auch mit einer Dusche mit eingebaut. Also die kann man optional mit dazu bestellen, wenn man das gerne hätte. Gibt es auch eine Dusche. Ja, Sandra probiert vorne, das ist die Verdunklung mit drin, die wird oben einmal eingeklickt und dann runtergezogen. Natürlich gibt es auch ein Fliegenschutzgitter, einen Insektenschutz hier mit dabei. Das ist alles bei den Fenstern Standard. So, wir wechseln mal ganz kurz die Position. Das ist nochmal das Badezimmer mit Toilette. Eine Banktoilette, hier in dem Fall von Tedford mit dabei. Absoluter Klassiker. Hier in dem Bereich, hier sehe ich auch die Füllstände mit drin, elektrische Wasserzufuhr und eine große Banktoilette mit viel Platz für meine Füße und Co. Ja, abonniert German Television, ganz, ganz wichtig. Drückt mal auf die Abo-Taste, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann ist jetzt eine gute Möglichkeit, weil viele gucken uns und sagen, ja klar, habe ich den Kanal abonniert, kriege ich ja auch laufend vorgeschlagen. Nein, prüft das nochmal ganz genau, denn ganz wichtig für uns ist, es kostet nicht viel, aber für uns ist es eine riesen Wertschätzung, wenn ihr den Kanal abonniert, denn nur so können wir euch diese ganzen Fahrzeuge auch in Zukunft wirklich detailliert zeigen. Hier nochmal Frischwasserstände. Und das Thema Abwasser meistens ja bei so einem Fahrzeug über einen externen Abwassertank, der unter dem Wohnwagen ist. Diskrete Schalter mit dabei, das ist die Fernsehvorbereitung direkt am Eingang mit da drin. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.